Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Diesmal mit einer Folge von der GI-TAF-Tagung 2023 aus Paderborn. In Kürze wird hier der Deutsche Preis für Softwarequalität vergeben, der in einer Kooperation zwischen der GI-TAF, dem ASQF und dem German Testing Board jedes Jahr vergeben wird. Ich nutze die Zeit bis zur Vergabe noch für eine spannende Folge mit Andreas Spillner. Ja, genau, der Andreas Spillner, der zusammen mit Thilo Linz das Buch Basiswissen Software-Test geschrieben hat. Sozusagen die deutschsprachige Bibel für Software-Tester. Aber wir haben uns nicht nur über das Buch unterhalten, Andreas ist ja schon sehr lange in der Testing-Community vertreten und hat Software-Testing in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Da ist es natürlich interessant zu erfahren, wie er die Entwicklung sieht, wo es hingeht, was er von KI hält, welche Wünsche er an Software-Testing hat, welche seiner Vorhersagen eingetreten sind, naja, und welche vielleicht nicht so ganz. Aber hört selber rein, viel Spaß bei der Folge. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Grüß dich, Richie. Ja, sehr schön, dass wir es hier geschafft haben an der GI-TAF-Tagung der 48. Hier gleich auch ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Hier auch ein Live-Interview zu machen mit dir, der du ja schon das eine oder andere Jährchen im Software-Test unterwegs bist. Ne? Ja, das stimmt, kann man so sagen. Ja, genau. Also für die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch bekannt durch dein Buch Basiswissen Software-Test, zusammen mit Thilo Linz. Ja. Hast du das geschrieben in der 6. Auflage, glaube ich, habe ich vorher nachgeschaut. Also schon ein Standardwerk auf dem ganzen Gebiet. Ja, hätten wir auch so nicht gedacht. Ne? Also es ist seit über 20 Jahren auf dem Markt und immer noch aktuell anscheinend. Ja, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie bist denn du überhaupt zum Testen gekommen? Ja, mehr oder minder durch Zufall oder durch die Praxis ein bisschen, wenn man so will. Also ich habe in Berlin studiert. Damals konnte man noch gar nicht Informatik studieren. Ich habe mit Mathematik angefangen und Nebenfach Informatik. Habe dann nach dem Vordiplom gewechselt. Habe witzigerweise meine Diplomarbeit auch schon mit dem Testen in Berührung gekommen. Da ging es darum, Compiler zu testen. Aber so den ersten Aha-Effekt, dass beim Testen doch irgendwas zu ändern und zu tun wäre, hatte ich bei meinem ersten Job. Also ich habe nach dem Studium in Berlin, wollte ich unbedingt bleiben. Ich wollte nicht zur Bundeswehr. Das musste man damals in Berlin bleiben, wenn man nicht eingezogen werden wollte. Und das erste Projekt war ein Migrationsprojekt. Da wurden Rechenanlagen der Firma AEG TR-440 abgelöst durch Siemens-Anlagen. Es war so ein Migrationsprojekt. Und wir mussten also Dateien transferieren und von einem Rechner auf den anderen. Und ein Kollege von mir hat getestet, ob die Kommunikation funktioniert, wenn man auf dem einen Rechner was losschickt, was auf dem anderen ankommt. Und der hat dann so da gesessen und lauter A's eingetippt, so hintereinander. Ja. Und ich habe nur gedacht, ja, weißt du, ob jedes zweite verschluckt wird, jedes 10. verschluckt wird, ob vielleicht das vorne als erstes losgeschickt wurde, erst als zweites ankommt, siehst du doch gar nicht. Also das muss doch irgendwie anders getestet werden. Das war so ein bisschen ein Aha-Effekt, dass beim Testen nicht nur so ein bloßes Ausprobieren sein muss, sondern ein bisschen eine Idee dahinter, wie man die Testdaten sich überlegt, was man daraus ablesen kann und wie es läuft. Und das zweite war beim zweiten Projekt, das war dann an der TU Berlin. Da hatten wir eine studentische Hilfskraft, Italienliebhaber, konnte man gut verstehen. Und bevor er 3 Wochen in Urlaub nach Italien abgehauen ist, hat er gesagt, ich habe für euch das schon mal alles programmiert, könnt ihr schon mal nutzen. Ja, nach 3 Wochen, als er wieder da war, hatten wir sein Programm durch den Compiler durchgekriegt. Also, weil es schlecht dokumentiert war, bis wir rausgekriegt haben, was er sich überlegt hatte. Ja. Also, da war nichts mit Testen und nichts. Und das waren so die beiden Punkte, wo ich dachte, da muss man doch ein bisschen was machen. Ja. Dann bin ich nach Bremen gewechselt, um dort zu promovieren. Und dass es dann dort auch das Testen geworden ist, war ein bisschen ein glücklicher Umstand. Der Reinhold Frank, der mein Doktorvater sein sollte, dann leider verstorben war, der hatte so 2 Herzen, Rechnernetze und Qualitätssicherung. Ja. Und zum Glück schlug mein Herz ja auch für die Qualitätssicherung und das hat dann ganz gut gepasst. Und dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis du zu dem Buch dann gekommen bist. Ne? Also ja, das war auch wieder so ein bisschen ein Zufall. Also mit dem Testen habe ich mich ja dann schon beschäftigt. Also die Promotion ging auch ums Testen. Weil wir hier gerade bei der TAF sind, die habe ich auch so, die Ideen war Ende der 80er Jahre und das erste Treffen war 91.
Also, und das Buch war 2000, also da waren schon noch ein paar Jahre dazwischen, wo ich mich mit dem Testen beschäftigt habe und so ein bisschen probiert habe, so eine Community aufzubauen. Ja. Also die Idee für die TAF, wo wir hier heute sind, ist schon, die gab es in Amerika, gab es so einen Kreis, in Großbritannien gab es so einen Kreis und in Deutschland nicht. Ja. Und da haben wir halt geguckt, wo wir das hinkriegen, dass wir hier auch so einen Austausch etablieren können, wo wir uns gegenseitig helfen so ein bisschen. Ne? Ja. Du musstest dich früher immer verteidigen, warum du dich überhaupt ums Testen kümmerst. Also mir wurde gesagt, wo es um die Promotion ging, brauchen wir nicht mehr. Ja. Ne? Wir spezifizieren formal, das prüfen wir, ob das okay ist, verifizieren wir und dann generieren wir daraus den Code. Okay, ja. Und ich habe so ein leichtes Déjà-vu-Erlebnis so ein bisschen. Wir sagen der KI heute, was zu machen ist. Wir brauchen nicht mehr testen. Die KI wird das alles schon richten. Ja. Wird so nicht kommen, glaube ich schon. Gab es denn früher, also so, als du dich damit beschäftigt hast, das Thema Test, du sagst selber, das hat man jetzt eher nicht so gemacht, wollen eher entwickeln und so. Und gab es denn auch Protagonisten, die gesagt haben, ja, nee, ich bin Tester, ich mache nur das? Oder war das noch gar nicht? Also das Standardwerk damals von Gladford Myers 79 erschienen. Ne? Also da ging es so ein bisschen los. Davor gab es auch so Tagungen, wo es ums Testen ging, wo so der Hoden und sowas drin veröffentlicht hat. So die ersten grundlegenden Methoden, die heute immer noch gültig sind. Ja. Das war mehr international. Also an Deutschland kann ich mich da nicht so erinnern. Dass da so jemand auf der Bühne war und das verteidigt hat bis zum letzten. Ne? Und jetzt, dann hast du irgendwann einmal, muss ja dann diese Idee gekommen sein, auch ein Buch zu schreiben. Ne? Also das war auch mir ein bisschen zufällig. Also der Martin Pohl sagt dem einen oder anderen vielleicht auch so ein bisschen was. Der kam aus den Niederlanden und ich hatte da so ein bisschen Kontakt zu ihm. Und die Firma, für die er damals gearbeitet hat, die wollte auch ein bisschen in Deutschland sich breit machen, sage ich mal einfach jetzt so. Und er hat dann zu mir Kontakt aufgenommen und dann haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht, wie das mit den Testgruppen und Informationsaustausch in den Niederlanden ist und was man in Deutschland machen kann. Und das ist dann eigentlich zu einer intensiveren Zusammenarbeit geworden. Und die waren gerade dabei, mit TMAP und TPI oder sowas ein Buch zu schreiben. Und das wollten sie auch in Deutschland publizieren. Und der eine oder andere erinnert sich vielleicht dran, dass Pohl, Komen, Spillner so ein Buch rausgegeben hat zum TPI-Prozess. Ich habe das Review da gemacht, um die Begriffe so einigermaßen klar zu ziehen. Und das war dann so viel Arbeit, dass dann die Überlegung war, wenn du da schon so viel Arbeit reingesteckt hast, das ist ja eigentlich Arbeit, die ein Co-Autor sonst erledigt hätte. Ja. Also mich dann als Co-Autor raufzunehmen. Und da kam so, naja, Buchschreiben scheint ja gar nicht so schwierig zu sein. Oder ich kann das anscheinend auch. Oder ist jedenfalls nicht so eine große Hürde. Ja. Und du hast ja auch viele Bücher geschrieben, ne? Was ist denn nach deiner Meinung das Schwierigste beim Buchschreiben? Ach, das ist, also für mich ist es meistens das Thema, sich zu verzetteln irgendwo mit den Themen, ne? Und wirklich so auf den roten Faden beizubehalten. Ne? Das Verzetteln. Ja. Ne? Du überlegst beim Buch, das Thema findest du spannend. Ja. Was nimmst du alles rein? Ja. Und es wird immer mehr, weil alles spannend ist. Ja. Und der Vorteil bei dem Basiswissenbuch, das beruht ja auf einem Lehrplan vom ISTQB. Die haben gesagt, was in das Buch gehört. Und damit war eigentlich 50% der schwierigen Arbeit schon erledigt. Ja. Ne? Weil der Inhalt war klar durch den Lehrplan. Ja. Und jetzt musst du nur noch das unterfüttern, aufschreiben und dir nicht Gedanken machen, nimmst du das noch mit rein, nimmst du das noch mit rein, hast du noch Embedded-Aspekte mit drin, hast du Realzeit-Aspekte mit drin. Ja. Das war ja alles im Foundation-Level nicht dabei. Ja, genau. Also brauchst du dich nicht durch drum kümmern. Ja. Also das ist ein großer Vorteil, Ja, muss man einfach so sehen. Das ist echt spannend, weil ich merke das gerade selber, wir machen gerade von Agile Testing eine Neuauflage, ne? Und in der ersten Version hatten wir dann noch ganz viel auch beschrieben, was eigentlich Scrum ist und Kanban und so, weil wir auch selber so begeistert waren von diesen Methoden. Aber das hat ja im Testbuch eigentlich nichts zu suchen, darum geht es ja da gar nicht. Ne? Und da muss man sich jetzt wirklich wieder bewusst trennen davon, die Sachen auch rausnehmen, ne? Damit man auch wirklich bei diesem roten Faden bleibt, der im Buch drinnen sein soll. Ne? Wenn man sich am Lehrplan orientiert, ist es natürlich einfacher. Genau. Wirklich, ja. Genau so. Ja. Und das ist ja jetzt in der 6. Auflage, also ist schon ein paar Jährchen da und ist ja das... Ja, über 20 Jahre, ne? Ja, also 2002 ist es erschienen. Ja.
war insofern ganz, wie die Entstehungsgeschichte ist. Ich habe Thilo einfach angesprochen. Ja. Also wir kannten uns gar nicht so intensiv. Mir war es aber wichtig, jemanden aus der Praxis mit dabei zu haben. Wenn so ein Professor irgend so ein Testbuch schreibt, der abgehobene Theorie und sowas alles. Und da brauchte ich einen Gegenpart dazu. Ja. Und das hat ganz gut geklappt. Ja. Was noch toll war, was ich auch gerne erzähle, bei der ersten Auflage, ich hatte ein Forschungssemester in Kanada bei David Parnas und da sind 8 Stunden Zeitunterschied drin. Ja. Ne? Und das war super. Also jeder, der mit mehreren Autoren ein Buch schreiben will, seht zu, dass ihr in unterschiedlichen Zeitzonen seid. Ja. Ich habe geschrieben, habe das abends abgeschickt, bin ins Bett gegangen, morgens aufgewacht, Thilo hatte seine Reviews, ich habe das Review gehabt, habe weitergeschrieben und er seine Sachen auch. Ne? Ja. Also durch die Zeitversetzung haben wir das unheimlich schnell hingekriegt. Ja, ach super. Also normalerweise denke ich mir, schreibst du so ein Jahr an einem Buch und wir waren so in einem halben Jahr, Dreivierteljahr damit durch. Ah ja, okay. Na, das ist ja, also ich finde ja, mit der Zusammenarbeit macht es ja oft auch nicht so einfach, weil man sich eben die Bälle zuspielen muss. Ja. Ne? Aber es ist ja mit einem halben, Dreivierteljahr dann auch echt gut gelungen. Das Ne? ist ganz gut gelungen. Und Ja, das ja. hat auch gut funktioniert mit Thilo. Also sonst hätten wir nicht über die Jahre die ganzen Auflagen noch Ja. Und kannst du uns da so mal so eine Zahl nennen, wie viele, also bei 6 Auflagen, wie Kann ich eine Zahl setzen? Die ist auch in dem Jubiläumsvorwort oder so in dieser Broschüre mit drin. Ja. Das ist nicht falsch, 70.000 war vor einem Jahr die Gesamtauflage. Wahnsinn, ne? Das ist ja schon. Da sind die E-Books noch nicht dabei. Aber wir beide als Autoren wissen, reich werden tut vielleicht Gut, der Verlag, wenn er Glück hat, aber die Autoren nicht. Ja, da müsste man eher einen Harry Potter schreiben Genau. oder so. Ne? Das kann man sich. Aber wir beide wissen auch, dass das so ein Stück weit ein Türöffner ist. Ne? Ja, also das ist schon nicht so verkehrt. Ja, aber ich glaube schon, dass das Buch, ich meine, das Basiswissen Software-Test, das kennen so viele, weil sie halt einfach so eng verzahnt ist, auch mit dem Foundation-Level. Und der ist einfach gerade, auch wie du sagst, viel Begrifflichkeit schaffen, mal die Grundlagen reinzukriegen. Ne? Und so, ich glaube, das hat schon echt einen Hebel auch bewirkt, da dieses Aber innovativ ist das ja eigentlich nicht. Ne? Also das sind ja die Methoden und alles, was schon in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren publiziert worden ist. Ja. Ne? Also ich sage auch immer gerne, dass dieses Foundation-Level, wenn wir schon beim Zertifikat sind, so ein Führerschein ist. Ja. Du darfst also ab jetzt mitspielen im Straßenverkehr. Ja. Und wir wissen alle, nach dem Führerschein, wir können noch nicht Auto fahren. Ja, wir dürfen mitspielen, wir kennen die Verkehrsregeln, wir kennen die Zeichen. Und nach ein paar Jahren können wir vielleicht testen und Auto fahren, wenn wir gewohnt sind, damit umzugehen. Ja. Also für mich ist das so die Eintrittskarte. Ja, genau. Ja, das ist das Schöne. Die Metapher verwende ich auch häufig in Kundenprojekten, wenn es darum geht, ob die Ausbildungen machen sollen und dass man da quasi diesen Führerschein hat. Ne? Das finde ich ein schönes Bild dafür. Ne? Und dann kann man seine Erfahrungen dann im Straßenverkehr sammeln mit dem Buch. Genau. Und manchmal kracht es auch. Ja, ne? genau. Jetzt hast du ja, das sind ja 6 Auflagen dazwischen, 20 Jahre. Was war denn so der größte Umbruch in dieser Zeit, den ihr dann da auch mitverarbeitet habt oder wo du gemerkt hast, da... Ja, ist eindeutig die Agilität. Die ist ja sozusagen, das Manifest war 2000, das Buch ist 2002 erschienen. Ja. Also da war noch nichts mit Agilität und das hat immer mehr zugenommen. Ja. Und ist jetzt eigentlich erst intensiver in den Lehrplan mit aufgenommen worden. Ja, Ne? Also jetzt sind wir gerade dabei, die 7. Auflage zu bearbeiten. Ja. Ich gehe jetzt nicht nach Kanada, das geht jetzt hier vor Ort. Das kriegen wir auch so hin. Und das ist, glaube ich, der größte Umbruch gewesen. Ne? Ja. Also das vom Stück weit von den festen Prozessen weg zum Miteinanderarbeiten ist. Ja. Das ist aber auch was ich eigentlich schon immer propagiert hat, dass Entwickler und Tester nicht gegeneinander kämpfen sollen, sondern miteinander. Also ich habe viele Vorträge gehalten, wo immer so eine Mauer zwischen der Entwicklung und dem Test war. Ja. Und dass so die Entwickler die Produkte über die Mauer geworfen haben, dann die Tester drangekommen sind und wieder zurück die Fehlermeldung über die Mauer geworfen haben und man aber nicht miteinander geredet hat und sich ausgetauscht hat. Und ein Stück weit sehe ich die Agilität so, dass die Mauer ein bisschen eingerissen wurde. Ja, dass das wäre mehr schön, wenn das ganz weg wäre und auch die restliche Mauer im Kopf, die ich doch immer noch ab und zu sehe, wenn die auch weg wäre. Ja. Was könnte man denn deiner Meinung nach tun, um diese Mauer noch weiter abzutragen? Ja, das ist schwierig. Da bin ich jetzt seit 20 Jahren dabei und das ist, weiß ich nicht, ob es mir so groß gelungen ist. Ne? Ich glaube, dieses Teambilden und das Miteinander-Reden, das Kooperieren, das ist, glaube ich, und gemeinsame Verantwortlichkeit. Ne? Also miteinander reden. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Und was oft in Firmen noch ist, dass die Zeit dafür eigentlich nicht direkt vorgesehen ist. Ne? Ja. Da ist ja keine Produktivität dahinter. Da kommt da nichts bei raus.
Aber es ist genau umgekehrt. Eigentlich kommt da am meisten bei raus, aber man sieht es nicht sofort auf dem Papier oder so, was bei rausgekommen ist. Ja, ja. Ich glaube auch, dass Agilität ist ja, kann man ja sagen, also da geht es ja ganz viel um Kommunikation und um Einverständnis zu schaffen. Ne? Also dieser Austausch und dieses Miteinander reden und sich das klar zu machen, das ist ja eigentlich der Kern davon. Ne? Ja. Und man muss es dem Management manchmal ein bisschen anders verkaufen, weil die das einfach nicht wollen. Die stehen den ganzen Tag nur rum und quatschen. Ne? Quatschen und trinken Kaffee. Ne? Trinken Kaffee. Aber genau das macht es ja aus dann. Ne? Und Methoden zahlen ja auch alle darauf ein, dass das hier mehr zusammenwächst und mehr Kommunikation passiert. Ja. Hast du den Trick, wenn du berätst irgendwie, wie du den Firmen da das beibringen kannst, dass das keine verlorene Zeit ist? Ja, ich tarne das am Anfang gerne so als Workshop oder so und mach dann so hier, jetzt machen wir so eine kleine Coaching-Session, wo man dann so zusammenkommt, dass es ein bisschen einen formaleren Rahmen bekommt, um das da so reinsickern zu lassen. Ne? Und wenn man die ersten Effekte dann sieht, dann wird das auch mehr toleriert. Also das ist so ein bisschen mein Trick, den ich versuche, das da auch mit unterzubringen. Ne? Und gerade Tester und Entwickler, die können sich da so viel geben. Der Entwickler kann Tester-Know-how lernen, der Tester kann Entwicklungs-Know-how lernen und das ist ja, was in einem agilen Team auch heute brauchst für Testautomatisierung und für all diese Dinge. Ja. Es wächst auch mehr zusammen als früher. Ne? Also. Ja, genau. Ja, also das sind jetzt 20 Jahre Testing und Lebenserfahrung. Hast du denn irgend so eine Lieblingsmethode im Testing, wo du im Buch sagst, ach, das hast du so gern geschrieben oder so, oder sagst, das macht so richtig Spaß? Nee, gibt es eigentlich nicht, weil es kommt immer aufs Umfeld drauf an. Ne? Also du musst immer je nach Software und nach System eine andere Methode oder eine Kombination von anderen Methoden dir überlegen. Ja. Es gibt ja nicht das Allheilmittel. Das Silver Bullet ist halt nicht vorhanden und im Testen schon gar nicht. Da musst du dir immer überlegen, was ist das Passende. Ne? Also hochkritisches System ist viel intensiver, mit vielen Methoden zu testen, als wenn du in deiner Firma eine Urlaubsplanung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machst. Ne? Ja. Also da ist sicherlich nicht so intensiv zu testen. Ja, also natürlich die Testtiefe ist da ja auch immer mit anzupassen und auch die, sag mal, wie tief geht, wie ausgiebig geht man rein, ne? Und so. Testtiefe und ausgiebig, also wo ich immer zusammenzucke, ist, wenn mir jemand sagt, das hat er ausgetestet. Ja, okay, ja. Dann denke ich immer, was ist denn austesten? Ja. Also für mich wäre austesten, alle Möglichkeiten einmal zum Laufen zu bringen. Ja. Habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar nehmen wir mal ein altes System mit 16-Bit. Ja. Und du sollst 3 Zahlen in einem Programm eingeben. Und du willst jetzt austesten. Ja. Das heißt, alle Kombinationen von den 3 Zahlen, die bei 16-Bit möglich sind. Ach hey. Und du hast eine super Testautomatisierung dahinter. Ja. Du schaffst 100.000 Tests in der Sekunde. Ja. Was schätzt du, wie lange würde es dauern? Ach hey. Also ich würde jetzt mal, ich kann es nur schätzen, ich bin Nein, ist ja völlig okay. Kannst du daneben liegen? Sag mal 4 Tage. 4 Tage. Nicht ganz. Ja. 89,2 Jahre. Ja, das ist ein bisschen länger. 100.000 Tests pro Sekunde. Ja. 3 Parameter und 16-Bit. Ja. Wenn du jetzt auf 32-Bit gehst, bist du bei 10 hoch 15 Jahre. Ja. Also, was heißt das denn? Das heißt aber nicht, testen bringt ja gar nichts. Wir können ja nicht austesten. Das heißt auf der einen Seite, kein Programm dieser Welt wird alle Möglichkeiten, die es gibt, zum Ablauf vorgelegt bekommen. Und das heißt fürs Testen, ich muss mir eigentlich die Dinge auswählen, nicht blind irgendwo reingreifen, ja, vielleicht auch mal blind reingreifen, aber die wichtig sind, die jeden Tag laufen müssen und die, wo ein hohes Risiko dahinter ist, wenn sie scheitern. Das heißt doch eigentlich, ich muss systematisch daran gehen. Ja. Weil ich halt so viele Möglichkeiten habe und welche davon aussuchen müssen, wo ich sicher sein kann, die bringen mich auf ein Ergebnis. Die zeigen mir, dass es läuft, dass die Qualität da ist, oder die zeigen mir eine Wählerwirkung auf. Ja. Also wenn mir die Zahl klar ist, kein Programm macht jemals alles, was es könnte. Ja. Und wie gehe ich damit um im Test? Dann ist einem schon viel gewollt, glaube ich. Ja, das ist, also ich finde, das macht das so plakativ. Ne? Ich nutze da gerne das Bild auch von so einem Spinnennetz. Ne? Wenn eine Spinne ein Spinnennetz macht, dann möchte die ja auch, dass das irgendwie wohl geformt ist, damit da eine Fliege hängen bleibt, damit sie was zum Futtern hat. Ja. Und macht nicht einen Teil ganz eng, den anderen ganz großmaschig, sondern schaut, dass das eigentlich wirklich wohl geformt ist. Und da helfen mir diese Testmethoden, auch diese Tests auszuwählen, damit ich möglichst gut Bugs finde, aber eben nicht irgendwo nur Klümpchen habe oder dann, dass alles irgendwo durch kann oder so. Ne?
Und ich finde, gerade wenn man so Äquivalenzklassenmethode oder so sich auch anschaut, da ist es ja auch so sichtbar, wenn ich so viele Eingabeparameter habe und kann das runterdampfen auf 2, 3 Repräsentanten und weiß, okay, damit kann ich testen und weiß, ich habe da mal ein gutes Testfallset dafür erreicht. Ne? Da habe ich schon viel gewonnen. Ne? Der Tisch rutscht ein bisschen weg. Ne? Ja, oder ich lasse ihn ein bisschen wegrutschen. Genau, hätte ich vorher die Bremsen festmachen sollen. Nicht getestet, ne? Ja, genau. Du hast im Vorfeld auch noch was ganz Spannendes, finde ich, auch gesagt. Und zwar was anderes, wo du sehr auch ein bisschen aggressiv wirst. Also, ist, wenn Testen als destruktiv gesehen wird. Genau. Also da ärgere ich mich wirklich drüber. Ne? Also es gibt ja auch Bücher, die das so in Fokus machen und wir sind jetzt dabei, die Software zu zerstören und kaputt zu machen. Das ist Aufgabe des Tests. Ja. Nee, Tests macht nichts kaputt, sondern zeigt auf, wo die Software kaputt ist. Die ist da kaputt und mit dem Testen kann ich nachweisen, dass sie da kaputt ist. Kein einziger Testfall macht irgendeine Software kaputt. Ja. Also ein Sichtbarmachen, ne? Ja, ist ein Sichtbarmachen, dass da eine Schadstelle ist oder irgendwas nicht funktioniert oder wie auch immer. Ja. Aber durch Tests kann ich keine Software kaputt machen. Ja. Ich kann das aufzeigen, wo sie kaputt ist. Ja. Aber nicht, ne? Also deshalb denke ich, ist Testen auch nicht destruktiv, Ja. sondern ist sehr konstruktiv und innovativ. Ich muss mir nämlich Gedanken machen als Testerin, als Tester, wo kann ich mit welchen Testdaten, mit welcher Testumgebung vielleicht ein Problem aufzeigen, an die Entwicklung nicht gedacht hat. Oder was hochrisikoreich ist, um die Gefahr da ein bisschen aus den Software rauszunehmen, dass das Risiko gar nicht erst eintreten kann. Also destruktiv, nee. Ja. Sehr, sehr kreativ eher. Und Ja. du musst ein Stück weiter denken als die Entwicklung, als Testabteilung, finde ich. Ne? Ja. Also, dass du da, haben die an Negative weitergedacht, haben die an den 29. Februar gedacht. Das sind immer so Beispiele, die ich gerne in der Vorlesung gebracht habe. Ja, ne? genau, ja. Und das passiert immer noch. Das ist das Erschreckende. Ne? Ja, das ist so, ja. Also das ist, da gibt es noch immer viel zu tun. Ne? Und ich glaube auch, dass vielleicht kommt auch dieser Makel des Testens, der immer so ein bisschen mitschwingt, ja auch so ein bisschen aus der Fehlerkultur heraus, ne? Dass wir einfach Fehler immer so als schlecht sehen. Ne? Fehler und da muss jemand schuld sein, irgendwer muss die Verantwortung haben und so. Und jetzt der Tester, der dann auch noch mit dem Finger kommt und drauf zeigt, da ist jetzt ein Problem oder so. Ne? Also dass das auch deswegen so mit diesen Destruktiven so konnotiert wird häufig. Ne? Also eine Fehlerkultur, ne? Dass man zu seinen Fehlern steht. Das wäre was, wo viel noch zu tun ist, glaube ich. Ne? Nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern generell, glaube ich. Ne? Also dass wir in Deutschland haben wir, glaube ich, eine nicht sehr hohe Fehlerkultur, um damit umzugehen und froh zu sein, dass wir aus Fehlern gelernt haben. Ne? Ja. Also wenn du Elon Musk dir anguckst, der die Rakete hochschickt und sie explodiert und alle jubeln, weil prima, wir haben aus dem Fehler ganz viel gelernt für das nächste. Das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, ne? Sondern da würden sie alle ducken und sich verstecken und sagen, oh Gott, was haben wir falsch gemacht? Und nächstes Mal müssen wir es besser machen. Ne? Ja. Ja, also da kann man auf jeden Fall, ich glaube, so ein Mischweg ist gut. Ne? Also man muss es ja jetzt nicht alles wegfeiern hier, alle Fehler, ne? Aber auch nicht so verteufeln, sondern es einfach als Feedback. Aus den Fehlern lernen. Ne? Genau. Also feiern ist vielleicht das Falsche, ne? Das ist vielleicht mit Elon Musk sozusagen verbunden. Genau. Aber aus den Fehlern lernen und da ist ganz viel. Und da habe ich auch schon Firmen kennengelernt, wo so eine Fehlerkultur existiert, wo über die Fehler diskutiert wird, damit sie nicht nochmal passieren. Oder man guckt, wie man die verhindern kann. Aber auch das Gegenteil, ne? Wo also eher weggeduckt wird und die unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Soll ich dir mal was ganz persönlich, weil ich noch gar nicht so groß erzählt habe? Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier unter uns. Wir sind unter uns, Gott sei Dank. Relativ jung Professor geworden und habe eine Spam-Mail gekriegt von einer sehr vertrauenswürdigen Person. Und es war Freitagnachmittag und Sonnabend früh sollte es in den Urlaub gehen für ein paar Tage. Und ich habe die Spam-Mail an meine Verteiler weitergeleitet. Und ich hatte immer meine Signatur unten drunter. Und ich bin so froh, dass es schon so viele Jahre, Jahrzehnte her ist. Wenn das heute passiert wäre, wäre der Shitstorm viel, viel größer gewesen. Ja. Also ich habe ganz, ganz viele böse Mails gekriegt und das soll ein Professor sein und in der Informatik, der soll sein Amt lieber abgeben. Aber es hielt sich im Vergleich zu heute, wäre das eine Katastrophe, hielt sich damals in Grenzen. Ich habe lange überlegt, was ich mache. Ob ich irgendwas alles weggebe und sage, okay, ich verkrümel mich. Ich habe mich dann entschieden, dazu einen Beitrag in den Software-Technik-Trends zu schreiben. Ohne Namen zu nennen oder so, sondern wie ich probiere, damit umzugehen.
Und das war, glaube ich, für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, Ne? ja. Ich sage, okay, ist mir passiert. Ich weiß auch, warum es mir passiert ist. Ich kann das für mich nachvollziehen. Daraus kann kein anderer lernen. Also ich kann nicht hier sagen, mach sowas nicht, bevor du in Urlaub gehst. Das ist blöd. Ja, aber für mich war das wichtig, um dann damit klarzukommen. Ja, und ich glaube, ich will mich jetzt nicht so hochloben, um Gottes Willen, das nicht. Aber ich glaube, so eine Kultur zu sagen, also ich habe lange gebraucht, ne? Also verkrümel ich mich oder mache ich es nach außen öffentlich, ne? Ja. Das müsste mehr werden. Ja, glaube ich, ja. ne? Ja, ich glaube, es hilft einem selbst auch. Ja, Ne? Einfach total. auch, also wir müssen jetzt nicht das ganze Unternehmen lernen. Aber ob das heute mit den Social Medien noch möglich wäre, ich glaube, heute würde ich es mir nicht trauen. Ja. Weil ich würde das würde nicht aufhören. Ne? Ja. Es würde weitergehen und noch schlimmer werden. Ja. Ne? Ja, du hast ja dann ganz viele Kommentare. Sich Kommentare rauszustehlen und weiß ich was alles. Ja, ob das stimmt. Und ja, und überhaupt und sowieso. Ne? Also da passiert gut, dann ich hätte auch schreiben können, war ein Studentenstreich. Ne? Ja. Also meine Signatur und dann eine Mail runterzubrachen, ist ja kein Problem. Ja. Ne? Also ich hätte mich irgendwie rauswinden können. Ja. Ne? Habe das aber dann bewusst nicht gemacht. Ne? Ja, das ist ein spannender Einblick. Dankeschön dafür. Ja. Jetzt hast du 20 Jahre, gibt es dieses Buch, ne, und du ganz investiert. Was wünschst du dir denn für einen Software-Test für die nächsten 20 Jahre? Oh Gott. Das ist schwierig. Also in die Zukunft zu gucken, wissen wir alle, ist schwierig. Ja. Für die nächsten 20 Jahre ist eine lange, lange Zeit. Ich habe mal sowas an 10, 12 Leute geschickt, was in 5 Jahren, 15 und 30 Jahre. Und ich kann mich noch an mich erinnern, was ich gesagt habe. Ich habe mich da nicht rausgenommen. Ja. Ich habe gesagt, Software wird generiert werden, ein Stück weit. Und Testen wird, glaube ich, ein Stück weit auch nicht die Bedeutung verlieren, aber anders werden müssen irgendwo. Ja, dass von Beginn an da dran gedacht wird und mit berücksichtigt werden wird. Ne? Und was ich noch gedacht habe, dass viel mehr Modularisierung da ist, dass also ein Software-System nur noch zusammengesteckt wird aus fertigen Teilen, die alle sehr intensiv getestet worden sind und wo die Schnittstellen auch verifiziert worden sind. Und das ist nicht passiert. Also das hätte jetzt schon passiert sein müssen. Weil das ist eine ganze Weile her, wo ich das gemacht habe. Ja. Also es dauert auf der einen Seite alles relativ lange. Auf der anderen Seite geht es ganz schnell. Also gerade mit künstlicher Intelligenz, wo jetzt alle drüber reden, da habe ich noch keine Idee, wo das hingeht. Ja. Ist auch ganz schwer vorherzusagen. Ne? Also es ist jetzt gerade, es kam jetzt so schnell, diese Welle auch mit KI. Aber vor 5, 6 Jahren, Blockchain, haben wir alle von geredet. Okay, das wird auch die Welt verändern. Ein Stück weit mit Verträgen brauchen wir alles nicht. Wir können uns gegenseitig vertrauen, weil wir alles über die Blockchain absichern. Ist nicht so ganz passiert. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob KI jetzt auch so ein Hype ist. Vielleicht ein bisschen längerer Hype. Mal gucken. Ja, wird man sehen. Ne? Also es ist ja natürlich schon so wie bei Blockchain oder bei 3D-Druck. Natürlich könnte auch sein, dass es einfach so wie diesen Hype-Cycle, ne? Jetzt ist es einmal präsent und dann landet das irgendwo auf dem Plateau der Produktivität. Genau. Ne? So wie jetzt, wir haben zwar keine 3D-Drucker zu Hause, aber in der Zahntechnik und Industrie gibt es die ja sehr wohl. Ne? Und Blockchain wird ja in gewissen Sachen auch viel angewendet. Ich glaube, das Problem ist, dass wir gar nicht mehr die Übersicht haben. Ne? Ja. Also es passiert überall so viel. Ne? Ja. Also, dass du gar nicht mitkriegst, wie weit einige Dinge schon sind. Auf jeden Fall. Ja, eine abschließende Frage habe ich noch. Und zwar, gibt es noch ein neues Buch? Gibt es noch ein Projekt, was da der... Projekt nicht, aber ein neues Buch. Habe ja gesagt, Agilität ist jetzt in den Lehrplan aufgenommen worden. Der ist international schon veröffentlicht. Wird noch vor dem Sommer in der deutschen Ausgabe veröffentlicht. Und wenn wir Glück haben, ist die neue Auflage im Herbst dann da. Ah, okay. Von dem Buch. Ja, das ist dann die 7. Auflage. Das ist dann die 7. Auflage. Und dann habe ich, was ich ja wollte, ich hatte mir das können wir vielleicht nochmal sagen, ich hatte mir eigentlich 2 Dinge im Laufe meiner Testaktivitäten vorgenommen. Ich wollte das Buch von Glenford Myers ablösen oder was fand ich nicht so toll, von 79, The Art of Software Testing, weil da hat er Ursache-Wirkungsgraph-Analyse, weiß ich nicht, ob dir das sagt, was, das war ja sein Baby. Und das hat er zu sehr für mein Empfinden in den Mittelpunkt gesetzt. Also ich habe noch nirgendwo in der Praxis gesehen, dass das angewendet wurde. Und die anderen Sachen fand ich, nicht so schön beschrieben. Das ist mir, glaube ich, gelungen, dass der Glenford Myers nicht mehr in Deutschland so intensiv genutzt wird. Das Zweite, was ich gerne wollte, den Entwicklerinnen und Entwicklern das systematische Testen ein bisschen näher bringen.
Das ist mir, glaube ich, nicht so wirklich gelungen. Wer weiß. Weiß ich nicht. Ja, ich habe ja gerade gesagt, man kriegt es eigentlich gar nicht mehr so intensiv mit. Ich habe das Gefühl, dass es schwierig ist, Entwicklerinnen und Entwickler vom Testen zu begeistern. Ja. Also meine Idee wäre ja, sie haben da was an der Hand, vorhin mit dem Austesten, ne, das Beispiel, wo sie strukturiert was machen können und wo sie Endekriterien kriegen. Wo sie dann wissen, okay, Äquivalenzklassen habe ich abgedeckt, Grenzwerte habe ich abgedeckt, Entscheidungstabellen habe ich überall ein grünes Häkchen dran. Das ist das, was so für das Risiko ausreichend ist. Dann kann ich doch eigentlich zufrieden in den Feierabend gehen. Und wenn ich 300 Testfälle durch die Automatisierung durch habe und weiß eigentlich gar nicht, was die testen, diese 300 Testfälle, dann wäre ich nicht ganz so zufrieden in den Feierabend, sondern da hätte ich keine Kriterien, die mir sagen, du hast ausreichend genug getestet. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ausreichend. Und nicht unbedingt ausgiebig oder ausführlich, sondern für das Problem ausreichende Testfälle sich zu überlegen und dann soll das auch okay sein. Und ich glaube, das ist vielleicht was bei den Entwicklerinnen und Entwicklern noch im Kopf drin ist, dieses Austesten. Testen ist so viel, ich habe so viele Möglichkeiten, lohnt sich gar nicht mit anzufangen. Ja. Ja, wer weiß, wer weiß, was dein Beitrag dazu schon war. Ja, das und wie das in den Köpfen drinnen ist. Also alle Entwickler und Entwicklerinnen, die jetzt zuhören, die können natürlich dann auch mal einen Kommentar schicken, wie sie das mit dem Testen selber sehen. Ne? Das ist natürlich schon auch interessant, mal zu sehen, wie kommt denn das eigentlich so an in der Community. Aber man muss schon ein bisschen Herzblut dafür haben. Ne? Aber ich glaube, das ist generell. Also wenn du was mit deinem Herzblut machst, dahinter bist, dann kommt auch was Ordentliches bei raus. Ja. Fast egal wo. Ja. Und wenn du das so nicht so machst, dann Ja, und du hast ja ganz viel Herzblut in das Testen gesteckt. Ne? Du hast uns ein großartiges Buch quasi vermacht, was uns jetzt über 20 Jahre... Jetzt wird der Postcard aber viel zu sehr zu einem Buchwerbe. Ach, ich finde, das kann man schon sagen. Ich meine, es ist das Standardwerk. Ne? Also Ritchie hat ja auch ganz viele Bücher geschrieben. Ne? Also, ja, und es gibt auch ganz, ganz viele andere, die Bücher zum Testen geschrieben haben. Ja, genau. Ja. Nee, der Vorteil bei dem Buch ist einfach, dass das mit dem Lehrplan in Einklang war. Das war so eine Win-Win-Situation von beiden Seiten. Ja. Und dass dieser Lehrplan halt und die Prüfung dazu unabhängig ist. Ne? Dass du sagen kannst, okay, ich habe Wissen übers Testen, egal ob ich in einem Seminar mir das angeeignet hat, ein Buch gelesen hat, ist natürlich die beste Möglichkeit, oder ob ich es mir so angeeignet hat oder den frei verfügbaren Lehrplan mir angeguckt habe und dann gehe ich in eine Prüfung, die von einer ganz anderen Community abgehalten wird und abgenommen wird. Und das ist das Entscheidende dabei. Auf jeden Fall, ja. Ja, also ich wollte jetzt auch nicht aufs Buch reduzieren, weil du bist leidenschaftlich in dem Thema Test. Ich habe schon viele Vorträge von dir gesehen, die zum Teil amüsant, lustig, interessant, spannend die Themen auch vermitteln, Fragestellungen aufbringen, die einfach auch zum Denken anregen. Und ich glaube, da hast du schon bewiesen, dass du da mit ganz viel Herzblut mit in dem Thema drinnen bist. Wenn du da ganz zum Abschluss auch noch was... Ich hatte auch mal dass man zurück zur Einfachheit sollte. Also weg von der Komplexität, sondern das möglichst einfach. Es ist nicht einfach, das einfach hinzukriegen. Und ich habe vor ein paar Tagen, bevor der Vortrag war, gab es gerade eine Meldung, dass in Japan gelungen ist, Fernsehbilder auf dem Handy zu produzieren. Und ich habe dann im Vortrag gesagt, wer braucht das denn? Das brauchen wir doch alle nicht. Inzwischen mache ich selber. Ja. War die Prognose vielleicht nicht ganz so richtig, aber habe ich ja schon gesagt. In die Zukunft gucken ist schon schwierig. Genau, ja. Ja, super. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen zu plaudern für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast. Hier bei der TAF-Tagung. Und vielleicht wiederholen wir das ja auch nochmal. Und ich wünsche dir heute noch eine schöne Veranstaltung hier. Wir haben ja gleich die Verleihung, Deutscher Preis für Softwarequalität wird gleich verliehen. Genau. Und da wollen wir uns jetzt auch gleich hinsputen. Ne? Ja, gut. Machen wir. Dann, Dankeschön. Bis dann. Tschüss.